So, hier ist Havkelag, oder? Ah, a surface dweller. You find yourself in the cradle of all knowledge relating to the Underdark. The Society of Brilliance. Tell me, what can the Society do for you? Ich wollte meinem Freund Hallo sagen. Ich habe eine Forschungsreise getroffen, die angeblich für euch arbeitet. Sie sucht ein Githyanki-Ei. Yes, dear Lady Esther, one of our most reliable contractors. Though unfortunately, this particular request was too much even for her. I don't suppose you've stumbled across any Githyanki eggs during your travels. The Society will compensate you for any we purchase, of course. Was macht ihr damit? Study it, of course. The Githyanki have been a source of great debate in the Society circles in recent months. You are no doubt aware that citizens of the Underdark are held in great suspicion by those who live above ground. Many believe us to be evil. The Githyanki face similar prejudice, but I believe if hatched in a less violent, more intellectually stimulating environment, the child can overcome its evil predispositions. Wie darf ich mir so eine Erziehung denn vorstellen? In the literal sense, I will need to induce the egg to hatch via the application of certain currents to the creature inside. Once out of the shell, I plan to take a twofold approach. The enforced repetition of sound, moral principle from the Paterian Code, alongside a series of psionic pulses Das klingt nach Folter. tissue. Assuming I can accelerate its growth, I should have conclusive findings within a year or two at the most. Was ist der Patrianische Kodex? Patarianische Kodex. Ihr wollt also ein Kind ein Jahr lang foltern. The child will be a better individual after my treatment than it ever would have been had it been raised in its natural environment. Any suffering it endures will therefore be worth it. For the child, perhaps for the whole of civilized society. My findings could change the perception of Githyanki and the peoples of the Underdark for generations to come. Was ist, wenn das Experiment scheitert? If the child remains evil after the experiment is concluded, it will be destroyed. Such is the fate of all you specimens. Darf ich den hauen? Now, I'm eager to get started. So will you sell me the egg? Definitiv nicht. Then I will source another subject, and the experiment will be completed without your involvement. Das kannst du gerne Progress may be tun. delayed, but I assure you, it can never be stopped. Ja. I heard laughter this morning. I'm compiling a translation dictionary so warring species of the Underdark can understand each other. It's an essential step forward. Ja, irgendwie sind die ziemlich kacke. The long vowel shift in the middle of the program. Ach, da ist er ja. Sagen wir mal Hallo. It is pleasurable to see you. Your intervention within the cult's underwater complex was a timely one. I am glad my carelessness did not cost the life of Duke Ravengard. That you also saved me was unexpected. Ich hätte euch nie zurücklassen. Irgendwie mag ich euch. Ja. I too feel some warmth at your presence. Nee, komm, so war es nicht gemeint. Your inclination to generosity is an admirable quality, one I wish to reciprocate. Blurg and I have consulted on the matter of your reward. We first thought to ask the denizens of the Underdark for their aid in fighting the cult. Das wäre geil.
Our influence there remains negligible. Instead, we have selected a series of items from the Society's vaults. Given my kind's involvement in creating this evil, it is only right that I do my part in helping you defeat it, or at least improving your odds. Der ist nämlich cool. Also der Imperator ist scheiße. Aber der ist cool. Also Balduran ist scheiße. Entschuldigung, ich sag's so rum. So, was haben wir denn hier? Dimensionstür, Sonnenstrahl, Pilzverwirrer, Öl und ein Haar. Toll. Ich habe gedacht, wir kriegen Items. Das war's? Someone else. You, for example. Lurk, schön dich zu sehen. Omelum tells me I have you to thank for its safe return. We know the risks when we go out into the field, but to lose my friend in such a way would have been most disheartening. Tapferkeit ist nichts Schlechtes. Eure Forschung könnte sich als unschätzbar wertvoll für meine Sache erweisen. If there's any conclusion to be drawn from this, I think it's that Omeluum and I are safest back in the Underdark. Our research there must continue. We may not be able to fight on the front lines as you do, but we may yet do some good for those who call it home. We'll depart when this absolute army is defeated. I understand you are involved in the matter. I hope our gifts will provide you with some meaningful assistance in fighting the evil Omeluum uncovered. Do let us know how you get on. Ja. Habt ihr irgendwas zum Handeln? Toll. Kommt mir sehr bekannt vor, was du da so hast. Das sah aber damals noch nicht so aus, oder? Die Gemälde? Haben wir denn hier eigentlich so gefunden, was wir verkaufen können? Wir haben ja auch schon wieder fleißig gelootet, ne? Ein Dolch. Dola Amarus, was ist das denn? Weg damit. Die Vettelkacke kann auch weg. ...509 und 788, nicht schlecht. Salzwasser Krummsäbel, auch nicht schlecht. 7 bis 12, ja, 9 bis 19 ist natürlich geil. Das. Unterwäsche. Ach, das war die coole Unterwäsche. Ja, komm, ist egal. Hundehalsband. Haben wir nicht auch Diamanten gefunden? Ich wollte schon sagen. Haben wir doch auch hier Diamanten. Und ein paar Schädel. Und Atalons Hand. Nee, ich glaube, die Hände brauche ich noch. Ein Goldkelch. Und nochmal 5 Diamanten. Aber so viel Kohle hast du gar nicht mehr. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du mir geben kannst? Also nicht, ja komm hier, weil ich dich mag. Und er mag uns auch. Dafür gibt er uns auch Rabatt. Also die Händler, die uns Rabatt geben, haben nur nichts. Aber schön, dass er nicht überladen ist. Oh Gott. Pädagogischer Leitfaden, Aussprache der Gemeinsprache für Monsterspezies. Das kann ja nur peinlich werden. Einführung, ein methodischer Ansatz für den Erwerb der Sprechfertigkeit. Kapitel 1. Grundregeln der Phonetik. Kapitel 2 Vokale. Kapitel 3 Kombination von Konsonanten. Kapitel 4 praktische Übungen. Kapitel 5 weitere Hilfestellungen. Kapitel 6 artspezifische Herausforderungen. Okay, das ging ja. Studie der Ärzte. Oh, ich glaube, das kriege ich nicht. Bluten darf ich es nicht. Studie der Ärzte. Haha, habt ihr gedacht. Die Begeisterung der Oberflächler für Gold und Silber überrascht mich zutiefst. Diese Metalle besitzen weder die praktischen Vorteile von Mitral noch die erstaunlichen Eigenschaften von
pur und sind dennoch so begehrt, als kämen sie aus Muradins ureigener Schmiede. Entweder sind die Oberflächler völlig verblendet oder haben tatsächlich recht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ich habe einige Proben für eine Testreihe beschafft. Fürs Erste lagere ich sie in einem der Gemächer, aber sollten sie sich tatsächlich als so wertvoll erweisen, wie die Bewohner der Urwelt behaupten, werde ich sie an einen sicheren Ort verlegen. So, ach guck mal, hier geht's weiter. Da können wir noch ein bisschen rumschnüffeln. Bei diesen Folteräffchen. Erstmal den Jean ausschließen. Mach die Tür wenigstens wieder zu, wenn du reinkommst. Ich wusste, dass der reinkommt. So, Schloss knacken. Ist ja nur eine 10. Nein. Dieses Spiel. Kritischer Fehlschlag, die Tour frisst uns. Ja, das ist ein Copy, so ein Kopierschutz. Ich würfel nur noch 1. Okay, ich nehme alles zurück. Das Spiel hat eingesehen, dass ich es doch gekauft habe. Und schon geht's los. Korrespondenz von Dame Esther. Lieber Meister Hafgelag, ich hoffe, ihr empfangt diesen Brief in guter Gesundheit und bester Laune. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Dame Esther, eine leidenschaftliche Erforscherin der Mysterien der Welt und hingebungsvolle Verehrerin aller Wunder der Schwertküste. Zweck meines heutigen Schreibens ist es, euch von einer mitreißenden Entdeckung zu berichten. Ich habe eine aktive Gefjenki-Krippe hier in Faerun gefunden. Eine aufregende Neuigkeit, darin sind wir uns sicher einig. Der Weg zu dieser Entdeckung war jedoch beschwerlich und hat sowohl meine Moral als auch meine Vorräte erheblich geschröpft. In eurer geschätzten Position seid ihr gewiss mit den Schwierigkeiten vertraut, die die Infiltrierung eines solchen Orts mit sich bringt. Ich bitte euch daher demütig um eine Vorauszahlung, auf dass ich eure edle Mission erfüllen kann. Ich harre mit Spannung eurer Antwort und hoffe, dass ihr meiner bescheidenen Bitte im Dienste eures bahnbrechenden Werkes nachkommen werdet. Eure getreue Dame Esther. Mein getreuer Kleiderschrank und die Dankesnachricht. Sehr geehrte Kollegen der Gesellschaft, eure Einladung, unsere Arbeit in der Loge vorzustellen, haben wir dankend empfangen. Eine ausführlichere Antwort folgt, sobald ich Gelegenheit hatte, mich mit meinem Kollegen Omelum zu beraten. Wertet dieses Schreiben bis dahin als vorläufige Zustimmung und Dank für euer Interesse. Ich freue mich darauf, bald persönlich mit euch sprechen zu können. Mit besten Grüßen, Blur. Ach, hier geht's noch hoch. Stopp. Da ist noch eine Holztruhe. Die ist verschlossen, da nicht mal die Proben drin sind. Eine 1. Gott sei Dank. 57 Gold, wenn das mal nicht die Proben waren. Eine magische. Ich wollte das Bild looten. Okay. Goldbarren. Barren. Portstände. Ach, okay. Opulente Truhe. Wieder eine 15, keine 1. Genau eine 15, wir hätten getroffen. So. Guck mal, hier haben wir jetzt Bierschuppen und irgendwelche Augen. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen, nämlich die komplizierte Sicherheitstür. Die ist leer. Warum ist die leer? Warum heißt sie denn komplizierte Sicherheitstür, die sich dann einfach öffnen lässt? Hey. Irgendwann mache ich übrigens mal so eine Fackel aus und das war genau das, was ich machen musste. In diesem Fall jetzt nicht, aber irgendwann. Leitfaden Überleben in Avernus, das kennen wir schon. Das böse Auge.
Die Menge an Tant und Krimskrams, an Tant und Krimskrams, was ist denn Tant? Die eine Vettel in ihren Besitz bringt, macht zwar jede Vettel im Vergleich zu ihren Schwestern einzigartig, aber sie lassen sich dennoch in 3 Unterkategorien einteilen. Nachtvetteln verdanken ihren Namen der Fähigkeit, die Träume Sterblicher heimzusuchen. Sie verzehren dabei langsam die Lebenskraft des Opfers, bis dessen Seele im Seelenbeutel der Vettel eingeschlossen werden kann. Nachtvetteln gelten als gehässige, selbstsüchtige Maulheldinnen. Dann gibt es noch die Seevetteln, können mit einem einzigen Blick in Panik versetzen und töten. Verschlingen ihre Opfer an einem Stück. Seevetteln stinken nach Fisch und sind einfach unfähig, eine ordentliche Tasse Tee zu kochen. Und die Grünvetteln, sie sind wunderschön, sie sind mächtig, wagt es nicht ein Wort gegen sie zu sagen. Ja. Das böse Auge, ja, kennen wir schon. Und Mauer der Ungläubigen. Im Kern der aschgrauen Einöde der Fugenebene steht die Stadt des Urteils, deren Kristallturm sich über die Straßen und den Zustrom an Seelen erhebt. Göttliche Wesen sind es, die das Urteil der Herrscher über die Fugen erbitten, ihre Gesichter hoffnungsvoll oder verdrießlich, ihre Stiefelabsätze voll vom Schlamm des Fegefeuers. Doch alle, die im Leben keinen Schutzgott hatten, stehen nur vor der Wand. Vor der Wand, die Merkul errichtet hat, der Herr der Knochen, um alle von unzureichenden Glauben von jeder Form des Friedens fernzuhalten. Diese Verzweifelten kratzen sich an der Wand die Nägel aus, trommeln sich die Fäuste wund, schlagen sich die Schädel ein. Welche Freude Merkul doch an seinen kleinen Qualen hat. Gut. Ich gehe mal davon aus, das war es dann hier, weil implizierte Sicherheitstür verstehe ich nicht so ganz. Aber da scheint irgendwo ein Gag hinter zu sein. Baldur's Gate, haben wir hier den Wegpunkt. Hier kommen wir nach Baldur's Gate, oder was? Da wollen wir natürlich nicht hin. Wir gehen wieder zurück. Und gehen jetzt einmal der Stahlwache in den Arsch treten. Was macht ihr denn hier? I was just playing. Wasn't even aiming at him. Almost coming to blows over a pebble. What's this city coming to? This city has been in a downward spiral for too long. Only the soft-hearted and the street vermin dare to deny it. Warum entspann dich? War doch nur ein Ball, ein Kieselstein oder was auch immer. So, die Loge. Da waren wir. Was ist denn das hier? Wir müssen alle Häuser mitnehmen. Für den Fall, dass wir das Haus der Trauer finden. Eine abgeschlossene Tür ist immer ein Zeichen, dass wir dahin sollten. Eine 15, mehr brauchen wir nicht, wir gehen rein. Jord, Ion, El Reffens Haus. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir schauen mal. Schlachtpläne, Jord. I take no responsibility for your plants. You know I'm more of a mushroom man. You've let my study turn into a thicket. Is this what I am hearing? I tended to it. I just let it thrive in its own independence. You know, same way you raised us. I raised you to be a sweet and kind boy. What happened? I watched what you did instead of listening to what you said. This house has taken in a lot of children over the years. Mother dear was sometimes more commander than, well, Mother dear. Ihr seid also alle Jaheras Mündel. Wards, family, lifelong irritants? Use whichever term you wish. We were down the market when I was about 9 years old. Some merchant started in with the usual. Yes, but where's your family? Whose son are you, really? When Mother was done with him, well, let's say he won't have any sons of his own to worry about. Oh, sehr schön. Nature's law in action. Cool. Ion.
What a surprise. Ah, Mahler's mark, an ambush. Are we quite sure she hasn't actually died this time, brother? She looks dead. Smells it too. Ooh. It has been a hard road. But I can clip you both around the ear to prove I am no ghost. If it would help. Forgive us, Mother. We're just surprised you still know how to find your way home. Ein schönes Zuhause. Ich dachte, Jaheria würde in einer Höhle leben alleine. You know Mother dear well already. Ryan. A sending spell can carry 25 words. Do you know how many Jaheria's only message contained in all this time she's been away? 7. Brav, hübschen Helden in Schattenlanden. Schattenlande ist doch nur ein Wort. If you are trying to help me, please stop. The message went, I'm sorry, you know what to do. So why haven't you done it? You were supposed to get the young ones out of the city. And you were supposed to be dead. That's what your oh-so-stoic message meant, yes? Yet here you are. So, what happened out there? I got my skin saved by this one. We've come to take the fight to the cult, which is exactly why you all cannot be here. Why? You plan on winning, don't you? You're the one who saved her, so tell me. Are we all doomed? Der Kult ist mächtig, das wird kein leichter Kampf, ihr solltet auf eure Mutter hören. Oh, the one stern parent is quite enough, thank you very much. You are a very irritating girl. This isn't your house, remember? You'll keep a civil tongue under our roof if we let you stay at all. Have mercy, sister. She's old after all. So old! Seems I'm outvoted. See, Mother? That is how you go about talking things through with your family. Now, if there's more to discuss, then bloody well come in. And wipe your boots. No arguing. Just tell me you're well. I am well. And Minsk? We're working on it. You'll get him back. I owe him a kicking for showing Fig how to throw hatchets. So, this cult. What's our plan? I'm not fool enough to think I can change your mind. But if you're staying, I don't want you taking up arms. There are other ways to fight. Really? Like what? Na, vor den Mauern sind Flüchtlinge, sie werden Schutz brauchen. Mit Heilern, dieser Ort könnte als Krankenhaus dienen. You shame me. In all our hunting, I had put them from my mind. Right. Leave them to us then. If we can't get them past the checkpoints, we'll at least make sure they're watched over if it comes to fighting in the streets. If I have to stay home and babysit, then it's your job to make sure there's still a home to look after. Take what you need, and we'll do the grand reunion when you come back for good. Hört sich doch gut an. Lovely as it is to have you back, Mother. Go away. You have work to do. Aye, aye, Commander. Wait, one more thing. There are doppelgangers on our trail. One even went so far as to steal my face. Huh. All right then. If you turn up looking for hugs and kisses, I'll be sure to shoot first. That's my girl. Sehr gut. I'll tend the sanctuary till the real druid is ready to return. Make sure that happens, eh? I'm still just an apprentice. Na klar. So, was haben wir denn hier alles? Wir dürfen uns ja schließlich bedienen. Gegrillt, ach, ganz viel Essen. Oh,
So, auf das Essen scheiße ich erstmal. Einmal hochgehen. Der vergessene Wald. Ein dunkles Kinderliederbuch mit zahlreichen Tierfreunden, die einander helfen, in einem furchteinflößenden Wald zu überleben. Just in dem Moment, in dem es so aussieht, als würde das Böse siegen, hat eine Kinderhand eine griesgrämige alte Elfenfrau gezeichnet, die ihn mit einem Stock auf den Kopf schlägt. Klingt nach Jaheria. Silberner Tortenständer, nö, noch nicht schon wieder. Warum habt ihr mir nicht von eurer Familie erzählt? Ich werde müde, es tut mir wirklich leid. I have given you much reason to think that Harper's hoard secrets like precious stones, but I promise you, this was not some intrigue. Just, plain and simple foolishness. As if by keeping clear of my family, I might keep them clear of the cult in turn. And if this fight were to go against us, well, we had already done their mourning. Why visit it on them twice? Das verstehe ich sogar. Verstehe, ich glaube, ich hätte dasselbe getan. Ihr hattet Angst vor ihr. Of course I was. You met her, did you not? The girl had opinions before she had teeth. I was wrong to think I could keep my children from this fight. They're Baldurian born and bred. The only damned reason I root myself in this place. This city is a cesspit. An open sewer of the soul that taints us with its filth and churns us out when all that is good has been stripped away. It also happens to be their home. And so it is mine. Ugh. That might be the first time I have said that out loud. Now come. We had best get to saving it. Lest Ryan turn her ire on us both. Oh nee, das wollen wir nicht. So, was haben wir denn hier noch für ein schönes Zimmer? Wer bist du denn, Tate? I hope you were hibernating, little cub. I can't think of another reason you wouldn't come down to say hello. Jaheria, I didn't want to see if you were really dead. They said... Who said? Jord and Ryan. They didn't think I could hear. You little sneak thief. Well, they were wrong. Look! Not dead. I just... had a few adventures. Like, Sie wollte mich beispielsweise umbringen. Ich habe eine Pixie aus einer magischen Lampe befreit, ganz schreckliche Person. Ich habe an der Seite eines Kriegerengels gekämpft. Wir haben den Fluch gebrochen, der ein Jahrhundert auf den Türmen des Mondaufgangs gelegen hat. Ich habe mich einem Gott des Todes gestellt und gewonnen. Blutvergießen, Tod und noch mehr davon. Wir haben so viel gemacht. Aber das hier ist, glaube ich, das Beste. Moonrise. Like the place from your stories, Jaheria. the very same. We can give that one a happy ending after all. Now, cub, solitude is a wonderful thing, but not too much. Come downstairs and fight with your sisters. Wait, here. I was keeping this safe. My Harper pin. Oh, was a certain little sneak thief playing down in my sanctuary? No. Jaheria's back. Now Jess can't boss me around anymore. Das stimmt. Jessams Tagebuch. Eine fantastisch ausgeführte Kritzelei eines jungen Elfenmädchens auf einem Thron. Schwache Radierspuren weisen darauf hin, dass ihre Krone bei jeder Wiederholung immer mehr Edelsteine und Verzierungen erhielt. Königin Jessam I. von Thesil, Herrscherin über Thesil nachschlagen. Schön, dass man dann hier auch mal solche Orte findet, finde ich. Einfach so was harmloses, keine Kämpfe. Einfach nur gucken, wer hier so rumlungert und sich mit denen unterhalten. Wer haut denn da? Ach, das draußen.
So, wen haben wir denn hier noch? Jasmine, mit der haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. A fine day to you, sir. Are you known to this court? Ein Vertreter des noblen Hauses Wuschelsen bedarf doch keine Formelankündigung, hä? Crude manners, but you speak well enough. For a peasant. Jessim discovered an old family tree in my study. We haven't had a moment's peace since. Tetherian nobility. You might be royalty, Jaheria. You don't want to be queen, of course, and Ryon curses too much, so it would have to be me. Careful, girl. They have a habit of taking against tyrants there. Huh. I'm not a tyrant. If anyone calls me one, I'll have Fig chop their head off. Wow. Liebevoll. Reizend. Was haben wir hier noch so? Ach, hier ist, glaube ich, ihr Arbeitszimmer. Platz anpinnen. Was kommt denn da ran? Da uns ja gerade gegeben. Eingang zu Jahiras Versteck. Vermisstenfälle in der Stadt. Hallo, hohe Hafnerin. Unsere letzten Berichte waren offenbar etwas übereilt. Unsere Untersuchung der letzten Fälle von Verschwundenen im Stadtgebiet haben in fast jedem Fall damit geendet, dass die Gesuchten wieder auftauchten. Um die letzten Fälle kümmern wir uns gerade und gehen Gerüchten über seltsame Schatten am Nachthimmel nach. Vielleicht dürfen wir darauf hoffen, dass es sich nur um wilde Fantasien gehandelt hat? Unter dem Bericht stehen Anmerkungen in einer anderen Handschrift. Keine Zufälle, Abwesenheiten hängen zusammen und warum jetzt zurückkehren? Korrespondenz von Theodor Distelpfiff. Jaheria, natürlich schaue ich während eurer Abwesenheit gern nach den Kindern, auch wenn ich euch daran erinnern möchte, dass Rion und Jord jetzt doppelt so groß wie ich sind und mich nur allzu gern daran erinnern. Welche Geschäfte euch auch wegführen, passt auf euch auf. Wenn es sich die Kinder in den Kopf setzen, euch zur Hilfe zu kommen, werde ich sie nicht aufhalten können. Und das werde ich auch gar nicht erst versuchen. Theodor. Entschlüsselter Feldbericht. Hohe Hafnerin. Bewegung in den Schattenlanden bestätigt. Kultisten der Absoluten wandeln dort, wo die Schatten am tiefsten sind. Keine Ahnung wie und keine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Aus der Ferne wurden in den Türmen des Mondaufgangs Lichter entdeckt, sowie große Truppenbewegungen in der Dunkelheit. Sie sammeln eine Armee, bringt weitere Hafner, bringt Mittel, um Licht zu machen. Schnell. Letzte Warnung. Ich möchte euch ein weiteres Mal daran erinnern, dass die Obhut über die Unterstadt allein der flammenden Faust untersteht, mit zusätzlicher Unterstützung durch die neue Stahlwache. Wir benötigen keine Unterstützung von Privatpersonen in der Beilegung von Streitigkeiten auf der Straße, egal für wie extrem diese Personen die Reaktion der Wache halten. Jord, bislang haben wir aufgrund der Verdienste eurer Familie für die Stadt über die Verbindung eurer Mutter mit einer gewissen illegalen Organisation hinweggesehen. Lasst uns das nicht bereuen. Rion, wenn ihr so erpicht darauf seid, ein paar Schädel zu zerschmettern, könnt ihr euch gern wieder verpflichten. Unterzeichnet Mane Breges, Florgrad Garnison. Und hier haben wir... Hier haben wir noch den Zeitungsbericht. Geliebter Waldeläufer verhext. Als die Sonne am Morgen über der Weite aufging, stellten Bürger der Stadt Citizens verblüfft das Fehlen eines lokalen Wahrzeichens fest. Die Statue des geliebten Waldläufers, die einem Helden der Stadt gewidmet ist, wurde über Nacht von ihrem Standort entfernt. In der Nacht soll ein Kampf stattgefunden haben und es wurden Kampfgeräusche vernommen.
Die Stadtwache ließ sich zu keinem Kommentar herab, aber die Spuren am Marktplatz sprachen Bände. Zerbrochene Pflastersteine, angesenkte Belege und blutbespritzte Stände. Welche Kraft auch immer den Waldläufer von seinem Podest riss, leise ist er jedenfalls nicht mitgegangen. So, dann gehen wir einmal in Jaheras Versteck. Schön hier unten. Eine gefrorene Kugel. Dann gucken wir mal. A glowing orb, but its purpose is unclear. Jahera sollte ja wissen, was das ist. A glowing orb, Willst mich verarschen? but its purpose is unclear. Gerhard. A glowing orb, but its purpose is unclear. A glowing orb, but its purpose is unclear. Mich verarschen? Not as bad as it could have. Was hat die denn hier unten für ein Versteck, A bitte? glowing orb, but its purpose is unclear. Okay, pass auf, wir machen das jetzt mal anders. Dann bitten wir jetzt mal ausnahmsweise Karlak in der Stadt zu warten. Ja, Herzchen. Und was haltet ihr vom Haus eurer Heldin, Jaheria? I don't know what I was expecting. Something beyond real. My life would have been so different if I ended up working for her instead of Gortash. Looking after these kids. Making a difference. Maybe in the next life. Weggehen. So, nee, Quatsch, nicht weggehen. Karlak. Hey, you. Hi, du musst kurz im Lager warten. Really? Ihr habt mich gehört. If you insist, I'll make my way back. Danke. Und dann brauche ich mal kurz Skale. Man möge mir Geld schicken. Da ist er. A natural impulse to try and shield one's loved ones from danger, especially when you feel a moral compunction to run headfirst towards it. I suspect any child of Jaheria's will share her self-destructive sense of justice, but at least her words give them pause for thought. Jo, komm mal bitte mit mir. Danke. Und Lager verlassen. So, Gale. Zeig mal, was du kannst. The orb casts glyphs familiar to the druid of ownership. Overwhelming it with the same element can often disable the enchantment. Okay, wir brauchen hier Eis, The orb da casts Feuer glyphs und da familiar to the druid Blitz. of ownership. Overwhelming it with the same element can often disable the enchantment. Okay, Jaheria, komm mal aus deiner Form raus. Weil du hast das Eismesser. Take the weight from the pressure plate there. So. Was hat die jetzt gerade gesagt? Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin taub. Man kann das doch nachlesen. Okay. Gut, das war das. Jetzt brauchen wir Feuer. The orb casts glyphs familiar to the druid of ownership. Jetzt brauchen wir Blitz. Overwhelming it with the same element can often disable the enchantment. Und hier brauchen wir eigentlich Gift. Talk is done. Was hat das jetzt gebracht? The orb casts glyphs familiar to the druid of ownership. Overwhelming it with the same element can often disable the enchantment. The orb casts glyphs familiar to the druid of ownership. Overwhelming it with the same element can often disable the enchantment. Okay, was steht denn da hinten? The only patch of wilderness this city permits me. Das werden wir tun. Und erstmal brauche ich einen Trank, um so mit Tieren zu sprechen, bitte. Und da. Ich will nämlich mit Postmeister Dax reden. The Archdruid's eyes and ears have fallen away in her absence. I'm training new ones. Cool. Rotenratte. I bring word of gnomes. Gnomes in the sea.
Down by the Blushing Mermaid, there's a stink of something fey. Smell of arse, too. But Boss doesn't care about that. Und noch ein Bodenratte. Killings in a holy place. Stinks of incense and blood. Natürlich auch cool, die Tiere damit zu beauftragen. So, die hat sich ja hier ganz schön gemütlich gemacht, ne? Hier konnte man sich dann ein bisschen Ruhe verschaffen. Ach, Jaheria, wirklich eine Falle? Watch how you go. There's a trap. Papalapap. Einfach nicht drauf treten. So, böser Blick. Das Bücherregal müssen wir entschärfen. Keen eye. But if it's supplies you seek, weapons to aid in our fight, you won't find them behind that door. There is nothing back there of worth to anyone but me. Es tut mir leid, Jaheria, ich wollte nicht zu neugierig sein. Wenn es euch wichtig ist, ist es mir wichtig. On my word, all you will find inside is dust. And the moldering keepsakes of a much younger woman. But then, perhaps I make too much of this. How can I beg privacy when I was not half so trusting on our first meeting? Pass then. Go on. See what it is a foolish old Harper thinks worth hiding away. Okay. With a flick of the wrist? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch doch. Ritual des zeitlosen Körpers. Eine konfuse Ansammlung kryptischer Symbole von derselben Hand zusammengeschustert, offenbar über Jahre hinweg. Ordentliche Anmerkungen bringen Ordnung in die chaotischen Skizzen. Sie beschreiben ein druidisches Ritual, dessen Zweck unklar ist und dessen Ausübung unvollständig. Rite of the timeless body. What's that about? I'd best ask Jaheria. Yes? Ich habe in eurem Heiligtum eine merkwürdige Schriftrolle gefunden. Es ging um einen zeitlosen Körper. The threat of spanking never kept the children from poking through my things. Why should it deter you? Tja. It is a ritual, or it describes one at least, practiced by druids of certain esoteric circles. If they be learned and powerful enough, the practitioner of this ritual might slow their aging, extend their life well beyond its natural reach. In greener days, I might have been strong enough to do it. I might be yet, with the right preparations. Plant also, es wirklich zu tun. I make no plans. Only contingencies. Do not look at me like that. I have been content to see the span of my natural years. A privilege far too few in this world can claim. I do not speak of clinging to life for its own sake, I just look back on that life's work and I wonder, is it done? The dead three plague the world still. The city still falls prey to small minds like Gortash or lost souls like Orin. It is every Harper's hope to be a light that drives out darkness. But I've lived long enough to see so many of those lights burn out, while the shadows cling stubbornly on. Knowing that, isn't it our duty to burn on if we can? To fight for as long as we are able? I wallowed in darkness for too long. If I could extend the time I have left in the light, I think I'd take it. Perhaps. But if the darkness is really going to swallow everything as you Sharon say, it should at least have to work for its supper.
Es ist nur natürlich länger leben zu wollen, das ist mir zu philosophisch. Es ist nur natürlich länger leben zu wollen. Eigentlich schon, oder? Of course. It is our way. Just as it is Death's way to meet us along the path, gently oblivious to whatever it is we want. I spent most of my life fighting those who tried to escape their end. Gatherick, Irenicus, Sarevok. That is not company I would like to keep. In truth, I had put this ritual from my mind. Until last light. Trapped in that darkness. I turned to my research again. What if I was a little stronger? As fast as I once had been. Then you came. And made the question moot. But I kept this. Just in case, I told myself. A final resort. Perhaps you were not the savior you seemed. I had learned better than to think of life as some simple tale after all. There is no guarantee of happy endings, or true heroes. I believe that still. But when I look on all that we have achieved since, I wonder perhaps it is not heroes we need. Only people who are willing to try. I do not know what manner of story that makes. But I do know that without an ending, it would be no story at all. So I will accept mine. When and however it comes. As for this city story, well, that is entirely your problem now, Cub. Ich bin geehrt, dass ihr so von mir denkt. So einfach kommt ihr nicht davon, Jaheria. Ich will euch noch eine lange Zeit bei mir haben. Tatsächlich ja. I have no plans to lie down and die. Well, perhaps a little lying down when all of this is done. But I do not plan on going anywhere just yet. And besides, you still have a tadpole in your skull. You are almost certainly going to die first. Na, danke schön. Mal gucken, kann ich die noch was fragen? Okay, das kennen wir alle schon. Oha, neue Waffen. Aber denn sie haben gerade die Mondlichtklebe, sie könnte den Widerstab benutzen. Beim Drachen bei riesigen Kreaturen. Also den Bälm hatte sie auch noch. Ja, okay. Lassen wir erstmal so. Aber dem Widerstab können wir eigentlich Geld geben. Was macht er genau? Einmal pro Zug stößt der Hieb einen Gegner um 2 Meter zurück und betäubt ihn möglicherweise wirklich bei 3. Okay. Man sollte schon richtig lesen, wenn man sich sowas durchliest. Eine Vitrine. Khaleds Geschenk. Jaheria kann nicht verflucht werden, solange sie Khaleds Gabe trägt. A gift from my husband. I've had to renew parts over the years, but the heart remains the same as the day he gave it to me. Ja, cool. Dann trag das doch. Ja, gut, schön, dass wir hier unten waren. So blöd fand ich den Raum hier hinten gar nicht, wie sie gesagt hat. Auch ein schöner Raum, ein schönes Versteck mit ihren Sachen. Fand ich cool. Ja, also wirklich, fand ich wirklich schön. Allerdings habe ich immer noch nicht verstanden, was es mit den Dingern da oben auf sich hat. Hier. Triefende Kugel. Ja, ja, habe ich verstanden. Overwhelming it with the same element can often disable the enchantment. Brennend. Und die muss ich doch einfrieren. Und ja, die habe ich nicht eingefroren. Warum habe ich die nicht eingefroren? Ich werde jetzt keine Rolle vom Kältekegel benutzen. Könnte sie das nicht sowieso?
Nee, aber Gale kann das doch. Hier. Kältestrahl. Gefrorene Kugel. Okay, Wasser? Steckt fest. Was die denn nicht? Die hat sämtliche Resistenzen. Energie, Gleisen, Gift, psychisch, Kälte, Schall, Säure, Stichhieb und Wucht. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Can't slow down. Hier ist die Druckplatte, wie sie meinte. Was macht die Druckplatte? Nee. Oder auch nicht. Was hat es mit diesen Kugeln auf sich? Warum haben wir die nicht eingefroren? The orb casts glyphs familiar to the druid of ownership. Overwhelming it with the same element can often disable the enchantment. So, der gelingt doch immer der Rettungswurf, kann das sein? One with the weave. Jetzt nicht. Und trotzdem. Das verstehe ich nicht. Bei allen Kugeln hat das geklappt, nur bei der nicht. The orb casts glyphs familiar to the druid of ownership. Overwhelming it with the same element can often disable the enchantment. Omisch Magie. Eiswand. What to do? If not over, then through. Er hat ja vor allem irgendwas von einer Druckplatte gesagt, aber die habe ich auch noch nicht gefunden. Ich dachte vielleicht, das hier wäre die, aber offensichtlich nicht. Hier. Ah, ist eine Druckplatte. So Jaheria is willing to embrace mortality, the ultimate form of retirement, and that's thanks to impressing her through your actions. Quite the compliment. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Du stehst auf der Druckplatte drauf. Wir haben sie gefunden. Ja, auf damit. Was auch immer die macht. Steckt fest. War es einfach nur eine Falle, die uns vorhin... Jetzt ist sie kaputt. Die Kugel steckt immer noch fest, weil ich die nicht wegkriege. Wenn ich mir das mal bei den anderen angucke, ja, hier bei der hier ist die Feuer... Ja, aber die brennt. Und die muss ich einfrieren. Wie friere ich denn etwas ein? Blockiert. Vergiftet. Brennt. Aber bei der hier kommt nur steckt fest.
So. Lovely day this. For now. Lässt mir ja keine Ruhe, aber ich befürchte, ich werde nicht dahinter kommen. Außer, ja? Ach, sie kann sie auch Moment. Patched up. Pushing on. Das ist auch meine letzte Tat für heute. Danach ruft mich das Bett. Ich bin wirklich sehr müde. Aber das wollte ich jetzt noch testen. Explosive Eiszapfen. Nichts. Winterschlaf? Auch, wo? Nichts. Na gut, wir werden es nicht herausfinden. An dieser Stelle würde ich jetzt allerdings trotzdem Ende machen für heute. Damit danke ich mich vielmals fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Folge. Freue mich darauf, weiter zu spielen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.